Es war jetzt mal eine Zeit lang ruhig um die Krone Containerchassis und wir haben diese Zeit genutzt und nochmal verbessert, verfeinert, kalkuliert und validiert. Und sind jetzt sehr froh, mit umso mehr Geräuschkulisse die Evolution vorstellen zu können. Und ihr werdet damit sehr zufrieden sein. Erklärbär Ehrenwort. Von Anfang an war klar, dass wir auch weiterhin den Fokus auf ein möglichst niedriges Fahrzeugleergewicht legen. Das gelang konstruktiv über den Zentralrohrrahmen und materialtechnisch über den Feinkornbaustahl S700. Und so kommt dieser TU40 in der Basis auf ein Leergewicht von rund 4.400 Kilogramm und der TU45, das ist der 40er mit Frontauschub, wiegt rund 100 Kilo mehr. Das sind im Vergleich zu Fahrzeugen mit den üblicherweise gebräuchlichen 2 Langträgern rund 500 Kilogramm Gewichtsersparnis. Eine halbe Tonne Hüftgold weniger bedeutet selbst im Fernverkehr eine zwar geringe, aber messbare Dieselersparnis. Und im Hafen selbst oder im 150 Kilometer Radius darum herum gibt es natürlich ungleich mehr spritschluckende Anfahrvorgänge. Und jeder Gang macht schlank und jedes fehlende Kilo zählt. Der eigentliche Benefit aber ist das Zusammenspiel von Leichtbau, idealer Lastverteilung und Traktionsheck. Das patentierte Krone Traktionsheck sorgt für mehr Druck auf der Triebachse bei einem heckbündig stehenden 20-Fuß-Container, respektive entlastet das Aggregat entsprechend. Dafür muss der Wettbewerb schon einen teureren Mittelaußschieber ins Feld schicken. Wenn du in Deutschland deine Aggregatlast um 5% und mehr überschreitest, kostet dich das als Fahrer 80 €, dem Halter 140 € und beide bekommen einen Punkt. Und in Österreich könnte es dir sogar passieren, dass du schon ab 2% Aggregatlastüberschreitung stillgelegt wirst.